willkommen zum zweiten Video. Ähm, ja, das zweite Video ist jetzt das Zeugnis, was ich gerne erzählen möchte. Und zwar bei mir hat es halt immer so angefangen. Eines Tages saß ich halt am PC und mir war echt irgendwie langweilig, hatte keine Lust mehr. Und ja, ich bin dann einfach schlafen gegangen so. Als ich mich halt ins Bett gelegt habe, habe ich so eine richtig böse und schwarze Macht gespürt, die neben meiner Bettkante stand. Das heißt so, hier ist mein Bett und die Macht stand da halt irgendwie hier so und das habe ich halt wirklich gespürt, dass mich da irgendjemand beobachtet. Das war für mich echt heftig, also das kann man gar nicht beschreiben, wie krass das war. Und ich hatte wirklich Angst, sogar aufzustehen oder meine Augen aufzumachen. Das war in dieser Situation war echt unglaublich, was da so abging in dieser Nacht. Ich habe halt versucht einzuschlafen, aber es ging irgendwie nicht. Und dann auf einmal hat sich halt diese böse Macht sich bewegt und man kann sich das so vorstellen, sagen wir mal, man liegt jetzt so, die Beine sind hier hinten und diese böse Gestalt ist halt so einmal rübergegangen und ist wie eine Katze oder wie ein Hund, kann man so sagen, so auf dich draufgekrabbelt und hat sich auf deinen Brustkorb gesetzt. Als würde man irgendwas auf die Brust packen, so was richtig Schweres. Und ab dem Moment, wo er sich halt sich auf mich bewegt hat, immer weiter, von dort aus wurde ich gelähmt. Also wenn er hier war, das war dann alles gelähmt. Wenn er mal weitergegangen ist, je mehr oder je weiter er gegangen ist, desto mehr wurde ich gelähmt. Und dann, als er sich komplett auf meinen Brustkorb gesetzt hat, war ich komplett gelähmt. Und ich dachte so in dieser Situation so, boah, das ist echt krass, ne? Da ist irgendwas auf mich gerade draufgesprungen und hat sich auf mich draufgesetzt und ich war komplett gelähmt. Und ich habe angefangen zu weinen. Also die Tränen kamen einfach und flossen komplett auf mein Kissen und es war echt so heftig für mich in dieser Situation einfach da zu liegen und gelähmt zu sein und machtlos zu sein einfach. Ne? Ich habe auch noch in diesem Moment von meiner Mutter das Schnarchen gehört. Das war übelst lustig so für mich. Jetzt nachhinein. Ich habe es halt gehört und ich wollte nach Hilfe rufen in diesem Moment. Also zumindest irgendwie Mund aufmachen, um ja, irgendwas zu sagen. Hat aber nicht funktioniert, weil ich ja komplett gelähmt war. Und ich hatte auch sogar Angst, um meine Augen aufzumachen, um zu schauen, was da wirklich drauf ist. Ich könnte das ja jetzt hier mal so einblenden. Sagen wir mal, hier blende ich das jetzt mal ein, wie ungefähr ich das mir so vorstelle, was auf mich da drauf saß. Das war so, wo es wirklich bei mir dann angefangen hat. Dann ist die Gestalt irgendwie runtergegangen und ist verschwunden. Ich hatte wirklich immer noch so viel Angst. Ich konnte meine Augen immer noch nicht aufmachen. Ich habe mich einfach zur Seite umgedreht und bin einfach eingeschlafen. Und ein paar Tage später, ich habe echt damit lange gekämpft, ob ich das jetzt meiner Mutter sage oder nicht sage. Ich habe ihr halt nicht gesagt, weil ich weiß nicht, wie die darauf reagiert. Eigentlich bin ich ja gesund so. Dann sind wir umgezogen in eine andere Wohnung. Ich dachte so, ja, okay, ich habe die Sache schon längst vergessen. Ne? Wir sind umgezogen. Ich hatte dann halt ein Wohnzimmer, ich musste mir halt währenddessen noch eine andere Wohnung suchen, war aber erstmal die paar Monate bei meiner Mutter, im Wohnzimmer habe ich geschlafen. Da ist mir genau das gleiche passiert, und zwar ich lag dann wieder aufs Sofa halt, bin schlafen gegangen und habe halt wieder diese böse Macht, diese schwarze Gestalt, man spürt das richtig, das ist abnormal. Die steht einfach neben dir, neben dem Sofa und du liegst und versuchst gerade einzuschlafen und es funktioniert nicht und du spürst währenddessen, dass da jemand ist. Und ich dachte in diesem Moment, oha, krass, ne? Das kann doch gar nicht sein. Und mir kam gleich wieder die Erinnerung von letzten Mal hoch. Und als ich darüber nachgedacht habe und Angst hatte in diesem Moment, kam diese böse Gestalt, hat sich wieder auf meine Beine draufgesetzt und ist halt hochgekrabbelt auf meinen Brustkorb, hat sich wieder draufgesetzt und ich war wieder gelähmt. Und in diesem Moment hatte ich echt so viel Angst, ich habe wieder geweint, Kissen wieder komplett nass gewesen und dann habe ich langsam angefangen, mit meiner Mutter darüber zu sprechen und die meint aber auch so, ja, Alex, versuch doch einfach mal mit Beten
Und ich habe das einfach nur durch den Kopf durchgegangen so und dachte so, ah nee, das ist alles Quatsch, ne, ich brauche das nicht, ne. Dann verging es irgendwie 2 Monate oder 3 Monate. Ich habe mir immer noch nicht so krasse Gedanken gemacht. Es ist wieder verflogen so, als wäre das nichts. Ne? Ich bin ja gesund so. Ich habe meine Ausbildung fertig gemacht. Dann musste ich mir eine neue Wohnung suchen, weil ich wollte nicht die ganze Zeit irgendwie im Wohnzimmer schlafen. Ich wollte dann schon irgendwie alleine wohnen. Und ich bin dann halt in eine neue Wohnung gezogen. Haben wir hier alles renoviert und ich dachte jetzt auch so, ja, ich bin jetzt umgezogen und muss ja doch alles besser sein. So, ne, ich bin jetzt komplett von dieser Region da weg. Vielleicht kommt das nicht mehr und so. Alles ist in Ordnung und ich habe alles vergessen wieder so. Ne. Und dann eines Tages bin ich halt irgendwie schlafen gegangen und dann stand da diese Gestalt einfach wieder neben meiner Bettkante. Aber ich war diesmal allein zu Hause. Und das war für mich so krass. Weil ich dachte in diesem Moment auch so, ich bin echt alleine, ich bin hilflos, mir kann niemand helfen, auch wenn ich jetzt irgendwie um Hilfe schreie oder so, wer soll da bitte schön kommen, so ich wohne alleine, so, ne? Und dann auch noch in der Nacht. Also ich lag da halt im Bett, ich habe mich dann einfach nur noch umgedreht. Ich dachte so, ja, wenn ich jetzt weiter auf dem Rücken liege, vielleicht, ich drehe mich einfach um, damit er sieht, dass ich einfach gar keinen Bock mehr habe auf sowas, ne? Hab mich umgedreht und irgendwie bin ich eingeschlafen. Ich hatte sehr viel Zeit, drüber nachzudenken. Und währenddessen ich so viel drüber nachgedacht habe, hatte ich echt Depressionen gehabt. Und ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Das war so heftig. Und auch in diesem Moment hat mir auch diese böse Gestalt, sagen wir mal der Teufel, ne, hat auch sehr eine große Rolle gespielt, da er mich ja immer wieder hier zu Hause besucht hat und auch wirklich zu Hause war. Und mir kamen auch sehr viele Gedanken in den Kopf, ne? Und ich habe dann überlegt, ob ich mich einfach ins Auto setze und dann einfach gegen einen Baum fahre, damit das alles aufhört, ne? Diese Verfolgung von anderem Haus bis hierhin, wo ich jetzt wohne. Ja, das war echt so heftig für mich in dieser Situation. Ich wusste auch gar nicht, was ich machen soll. Einen Monat später oder so habe ich ein paar Predigten gehört und so. Es fing dann irgendwie schon langsam an, dass ich dann in die Richtung zu Gott komme. Ich habe aber auch schon in die Richtung gesucht, die in die Richtung geht, vielleicht böse Gestalten abwehren oder irgendwie sowas, ne? Und ich habe auch irgendwie Predigt gehört und da haben die auch gesagt, ja, du musst beten und du musst probieren so zu beten und vielleicht verschwindet das, ne? Und ich lag dann halt eines Tages wieder so im Bett und dann kam halt diese böse Gestalt. Und ich habe mich dann genau in diesem Moment daran erinnert, man soll ja beten und dann, aber auch so, wie der auch gesagt hat, so. Ich habe dann gebetet und diese Gestalt ist einfach verschwunden und ich dachte so, boah, krass. Es hat einfach eine Wirkung gezeigt, dass da was getan wurde für mich. Irgendwas ist passiert und es ist einfach verschwunden. Und dann ist wieder ein Monat vergangen. Ich bin wieder von der Arbeit nach Hause gekommen, saß wieder am Computer, habe ein paar Predigten gehört, Lieder angehört. Das wurde dann immer mehr und mehr. Und dann habe ich so wieder irgendwie hinter mir eine böse Macht gespürt. Ich saß aber auch diesmal wirklich am PC und habe Musik gehört und habe auch irgendwie mitgesungen. Und es wurde halt immer mehr mit dieser Musik und diese Liebe, ne, die ich da irgendwie gespürt habe. Und es war so außergewöhnlich für mich. Ich bin dann einfach aufgestanden, ich bin schlafen gegangen und weil ich ja diese böse Gestalt hinter mir gespürt habe, ist die einfach mir hinterhergegangen und als ich mich in mein Bett gelegt habe, auf mich wieder draufgeklettert und ich hatte dann wieder so viel Angst, ich habe sogar das Beten vergessen und alles drum und dran, was war. Ich dachte so, jetzt ist vorbei, jetzt sterbe ich so in diesem Moment und dann hat das Ding, was dann auf mich drauf saß, hat einfach geknurrt und das hat wirklich geknurrt wie, sagen wir mal, ein Hund oder so und in diesem Moment war das wirklich für mich in dieser Situation so schlimm, ich wusste gar nichts mehr, ich lag da einfach nur noch da in meinem Bett und dachte so, ich will hier gar nicht wohnen, ne, ich habe wirklich überlegt, so, das war 1 Uhr nachts oder so, ich habe überlegt, einfach jetzt aufzustehen, in mein Auto sich zu setzen und dann einfach erstmal wegfahren, weil ich möchte hier erstmal in der Nähe nicht sein, weil das war für mich echt schlimm, ne?
in dieser Situation. Und bin nächsten Tag halt irgendwie dann ja, aufgestanden und habe drüber nachgedacht, wie krass das ist, dass diese Gestalt sogar anfängt schon auf mich zu knurren, so, ne, mit mir zu reden, mit mir irgendwas zu machen, so. Und ich hatte immer mehr Angst. Fing aber da auch schon langsam in die Kirche zu gehen, so Sonntagskirche, was jeder sagt, ach, ne. Ja, ich bin halt immer da hingegangen. War langweilig, was soll man sagen? Ich saß halt immer neben meiner Mutter, habe immer das ein bisschen zugehört und bin wieder eines Tages nach Hause gekommen, hatte auch schon viel mehr Verständnis mit dem Glauben und was es bewirken kann, was für Gebetserhörungen man da bekommt, wo ich das erste Mal da gebetet habe, einfach, dass diese Gestalt verschwindet, dass es einfach dann verschwunden ist. Das war für mich schon ganz krass. Und das war für mich so heftig, dass ich ja am nächsten Tag wieder irgendwie mehr Predigt reingehört habe und immer mehr Lieder gehört habe. Nur noch das. Ich bin nach Hause gekommen und wirklich von Beginn aus, als ich nach Hause gekommen bin, bis zu dem Moment, wo ich schlafen gegangen bin, habe ich mir wirklich Predigt angehört. Musik reingezogen, bis zum geht nicht mehr. Dann gab es wieder so einen Tag, wo ich wieder am PC saß, wieder sowas mir angehört habe und habe gespürt, dass im Wohnzimmer, also hier, wo ich jetzt sitze, ja, so eine dunkle Macht ist, aber nicht nur alleine, sondern ganz viele Personen, sagen wir mal so, besser bildlich vorstellbar, dass die dann irgendwie sich alle versammelt haben. Ich sitze da hinten am PC und die gucken auf mich herab. Und dann habe ich halt angefangen mit denen zu reden, weil ich wusste gar nicht mehr, ob ich jetzt paranoid geworden bin oder dumm geworden bin oder was weiß ich. Ja, auf jeden Fall habe ich dann versucht, mit ihnen zu kommunizieren und zu sagen, ey, ihr habt hier nichts zu suchen, das ist mein Haus und lasst mich in Ruhe, ich will hier ganz normal leben. Und dann bin ich halt schlafen gegangen, wo ich das mitbekommen habe, dass es immer mehr wurde, immer mehr wurde. Und weil ich ja schon so weit war und habe schon ein paar Predigten gehört, wie man sich, kann man sozusagen bekehrt, aber ich wusste nicht, was das heißt. Und ich wusste auch gar nicht, was das bedeutet. Ich war kurz davor, mich zu bekehren, mein Leben Jesus zu übergeben. Ich habe es irgendwie nicht geschafft in diesem Moment. Das war mein erster Versuch und ich dachte so, ja komm, ich brauche das nicht, vielleicht schaffe ich das alleine, ich mache das so. Und dann verging irgendwie wieder eine Woche oder so. Und ich habe mir wieder irgendwie immer weiter Predigt angehört, obwohl alles wieder in Ordnung war. Immer mehr Lieder gehört. Und ich habe auf einmal alles ausgemacht. Bin in mein Zimmer gegangen und bin einfach auf die Knie gefallen. Ne? Diese Nacht war für mich echt unbeschreiblich. Ich habe einfach mein komplettes Leben Jesus übergeben. Ich bin einfach schlafen gegangen. Und das Coole ist so, ich habe keine Bibel zu Hause gehabt. Ich wusste auch gar nicht, was das Bekehrung heißt. Ich wusste gar nichts so, ne, in diesem Moment. Ich habe nur Gott gebetet, er soll mir ein Zeichen geben, damit ich weiß, dass ich jetzt sein Kind bin. Und dann vergingen, glaube ich, ein paar Tage oder so. Dann kam ich von der Arbeit und mein Briefkasten war richtig voll. Also so voll hatte ich ihn noch nie gesehen. Das war echt... Oben war voll, die Zeitungrolle war voll und ich dachte so, oha, jetzt ist Zeit, mal alles zu leeren, so. Alles auf einen Haufen genommen, mach gerade die Mülltonne auf, will gerade will gerade die Zeitung und die ganze Werbung wegschmeißen und dann stand irgendwie so ein kleiner Flyer da und da stand so Jesus. Und weil ich ja so viele Predigt gehört habe und auch mich so, ja, bin irgendwie auf die Knie gegangen und habe um irgendein Zeichen gebetet, dachte ich so, ja, vielleicht ist das ja was, keine Ahnung. Ich habe auch nicht so drüber nachgedacht, ob das jetzt schon mein Zeichen ist, so, aber keine Ahnung, ich habe diesen Flyer einfach mitgenommen nach Hause, habe es einfach mal auf die Theke gelegt, habe mich umgezogen, Flyer genommen und habe einfach die erste Seite durchgelesen. Ich habe einfach geweint, ich habe einfach komplett geweint, mir kamen so die Tränen. Und auf diesen Flyer, der liegt jetzt in ein anderes Zimmer, hätte ich jetzt lieber vorher geholt, aber egal. Ja, da steht einfach, du bist gewollt, du bist angenommen, so wie du bist. Und ja, Jesus liebt dich. Und genau das, was ich ja in meinen Bekehrungen gesprochen habe, über meine Sünden und alles, ich übergebe dir mein Leben und zeig mir, dass du mich liebst und alles drum und dran. Und dann kam auf einmal dieser Flyer angeflogen und das war echt ein großes Zeichen für mich, weil ich jetzt weiß, dass ich Gottes Kind bin.
und dass ich einen himmlischen Vater habe, auf jeden Fall, der auf mich aufpasst, der für mich nur das Beste möchte. Das war mein Zeugnis. Ich hoffe, ich konnte euch dabei ein bisschen helfen, euch ermutigen. Bleibt in Gottes Wort, liest die Bibel auf jeden Fall, genießt die Gemeinschaft mit den Brüdern und Geschwistern, tauscht euch aus. Seid gespannt, wer als nächstes sein Zeugnis hier auf diesem YouTube-Kanal veröffentlicht. Euch noch Gottes Segen.